Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Bob, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über etwas Ernstes sprechen. Geldwäsche. Geldwäsche? Das klingt interessant. Was ist das? Geldwäsche ist der Prozess, bei dem illegales Geld legal aussieht. Kriminelle verdienen Geld durch illegale Aktivitäten wie Drogenhandel oder Diebstahl und versuchen dann die Herkunft des Geldes zu verbergen. Ich verstehe. Sie wollen Ihr schmutziges Geld also sauber machen? Genau, sie tun dies in 3 Hauptschritten: Platzierung, Schichtung und Integration. Kannst du diese Schritte erklären? Klar, zuerst in der Platzierungsphase führt der Kriminelle das illegale Geld in das Finanzsystem ein. Das kann durch das Einzahlen kleiner Beträge in Banken oder den Kauf von Gegenständen geschehen, die später verkauft werden können. Das klingt riskant. Warum nicht einfach das Bargeld behalten? Große Bargeldmengen sind verdächtig. Banken und Regierungen achten darauf. Deshalb nutzen Kriminelle die Platzierung, um nicht entdeckt zu werden. Was ist der zweite Schritt? Der zweite Schritt ist die Schichtung. Hier versucht der Kriminelle, die Quelle des Geldes zu verbergen. Er bewegt das Geld, indem er es zwischen verschiedenen Konten überweist, es an ausländische Banken sendet oder Vermögenswerte kauft und verkauft. Das klingt kompliziert. Das muss viel Arbeit sein. Ja, das ist es. Das Ziel ist, die Geldspur sehr verwirrend zu machen, sodass es schwer ist, sie auf die illegale Aktivität zurückzuverfolgen. Und was ist der letzte Schritt? Der letzte Schritt ist die Integration. In dieser Phase wird das Geld wieder in die Wirtschaft eingeführt, als käme es aus einer legitimen Quelle. Der Kriminelle kann es verwenden, um ein Haus zu kaufen, in ein Geschäft zu investieren oder es frei auszugeben. Das macht Sinn. Aber warum tun Kriminelle das? Kriminelle waschen Geld, um ihre Gewinne zu genießen, ohne erwischt zu werden. Wenn sie illegales Geld direkt verwenden, riskieren sie eine Festnahme. Indem sie das Geld legal aussehen lassen, schützen sie sich. Ich verstehe, aber Geldwäsche ist ein Verbrechen, oder? Ja, das ist sie. Viele Länder haben Gesetze, um Geldwäsche zu bekämpfen. Banken und Unternehmen müssen verdächtige Aktivitäten melden, um zu helfen, sie zu verhindern. Was passiert, wenn jemand beim Wäschegeschäft erwischt wird? Sie können mit schweren Strafen rechnen, darunter Geldstrafen und Gefängnisstrafen. Strafverfolgungsbehörden arbeiten hart daran, Geldwäsche zu stoppen und das Geld zurück zu dem Verbrechen zu verfolgen. Das ist gut zu wissen. Es ist wichtig, unser Finanzsystem sauber zu halten. Ja, das ist es. Geldwäsche schadet der Wirtschaft und der Gesellschaft. Sie kann mehr Verbrechen finanzieren und das Vertrauen in Finanzinstitutionen verringern. Das wusste ich nicht. Ich dachte, Geldwäsche betrifft nur Kriminelle. Sie betrifft alle. Wenn Geld gewaschen wird, kann das zu höheren Steuern, mehr Verbrechen und einer schwächeren Wirtschaft führen. Das ist sehr ernst. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Ich denke, es ist wichtig, diese Themen zu verstehen, damit wir unsere Gemeinschaften schützen können. Ich stimme zu. Ich habe von einigen berühmten Geldwäschefällen gehört. Zum Beispiel wurden einige Banken bestraft, weil sie die Regeln nicht befolgt haben.
Ja, viele Banken haben Strafen erhalten, weil sie verdächtige Transaktionen nicht gemeldet haben. Diese Fälle zeigen, dass Geldwäsche ein globales Problem ist. Was können wir tun, um Geldwäsche zu stoppen? Wir können uns unserer finanziellen Aktivitäten bewusst sein. Wenn wir etwas Verdächtiges sehen, wie eine seltsame Banktransaktion, sollten wir es melden. Wir können auch Gesetze unterstützen, die unser Finanzsystem schützen. Das ist eine gute Idee. Ich werde meine Bankauszüge genauer beobachten. Das ist ein großartiger Anfang. Bildung ist der Schlüssel. Je mehr wir über Geldwäsche wissen, desto besser können wir sie verhindern. Danke, dass du mir das erklärt hast, Alice. Ich habe heute viel gelernt. Gern geschehen, Bob. Ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist wichtig, Wissen über ernsthafte Themen zu teilen. Ich stimme zu. Ich werde meinen Freunden von Geldwäsche erzählen und warum sie schlecht ist. Das ist wunderbar. Gemeinsam können wir das Bewusstsein schärfen und unsere Gemeinschaft schützen. Ich fühle mich jetzt informierter. Ich wusste nicht, dass Geldwäsche so kompliziert und schädlich ist. Ja, es ist komplex, aber es zu verstehen hilft uns, das große Ganze zu sehen. Jeder von uns hat eine Rolle dabei, unsere Gesellschaft sicher zu halten. Ich werde mehr über dieses Thema lesen. Vielleicht kann ich sogar einer Gemeindegruppe beitreten, die sich mit Verbrechensprävention beschäftigt. Das klingt nach einer großartigen Idee. Viele lokale Gruppen arbeiten daran, Menschen über Verbrechen und deren Verhinderung aufzuklären. Ich bin wirklich daran interessiert, mehr zu lernen. Danke nochmals für dieses Gespräch. Du bist sehr willkommen, Bob. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie helfen mir ebenfalls, nachzudenken und zu lernen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir über ein anderes wichtiges Thema sprechen, wie Cyberkriminalität oder Betrug. Das wäre sehr interessant. Es gibt so viele Themen zu besprechen, und jedes Gespräch hilft uns, unsere Welt besser zu verstehen. Ich stimme zu. Über ernste Themen wie Geldwäsche zu sprechen, lässt mich verantwortungsbewusster fühlen. Ja, Wissen ist Macht. Wenn wir die Probleme verstehen, können wir gemeinsam Lösungen finden. Ich werde sicherstellen, dass ich heute gelernt habe, mit meiner Familie und meinen Freunden teile. Das ist großartig. Bildung ist der erste Schritt, um einen Unterschied zu machen. Ich habe das Gefühl, dass ich eine neue Perspektive auf Geld und Verbrechen habe. Es geht nicht nur um Geld, es geht um Vertrauen und Sicherheit in unserer Gemeinschaft. Genau, ein sauberes Finanzsystem hilft allen. Es ermöglicht Unternehmen zu wachsen und Menschen ohne Angst vor Verbrechen zu leben. Danke, dass du so eine gute Freundin und Lehrerin bist, Alice. Danke, Bob. Ich schätze deine Neugier und dein Interesse am Lernen. Gemeinsam können wir unsere Gemeinschaft verbessern. Ich bin gespannt, mehr zu lernen und Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sich um diese Themen kümmert. Ich auch. Lass uns weiter reden und Ideen austauschen. Jeder kleine Aufwand zählt. Ich werde nach weiteren Informationen über Geldwäsche und andere Verbrechen suchen. Vielleicht kann ich sogar an einem lokalen Seminar teilnehmen. Das ist ein wunderbarer Plan. Viele Organisationen bieten kostenlose Vorträge und Workshops an. Es ist eine gute Möglichkeit, Menschen zu treffen und Neues zu lernen. Ich stimme zu. Ich fühle mich motiviert, mich mehr in meiner Gemeinschaft zu engagieren. Danke nochmals für dieses aufschlussreiche Gespräch. Du bist sehr willkommen, Bob. Ich genieße unsere Gespräche immer. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen tollen Tag. Du auch? Auf Wiedersehen für jetzt. Auf Wiedersehen, Bob.
Bis bald. Geldwäsche. Geldwäsche. Geldwäsche ist ein ernstes Verbrechen. Die Polizei untersucht Fälle von Geldwäsche. Geldwäsche kann die Wirtschaft schädigen. Prozess. Prozess. Der Prozess ist kompliziert. Wir müssen den Prozess verstehen. Der Prozess dauert mehrere Wochen. Kriminelle. Kriminelle. Die Polizei sucht nach den Kriminellen. Kriminelle Aktivitäten sind gefährlich. Ein Krimineller wurde verhaftet. Aktivitäten. Aktivitäten. Wir haben viele Aktivitäten geplant. Die Aktivitäten machen allen Spaß. Er liebt es, an Outdoor-Aktivitäten teilzunehmen. Diebstahl. Diebstahl. Die Polizei untersucht den Diebstahl. Ein Diebstahl kann ernsthafte Folgen haben. Viele Menschen haben Angst vor Diebstahl. Platzierung. Platzierung. Die Platzierung der Bücher ist wichtig. Die Platzierung auf der Liste hat sich geändert. Er freut sich über die gute Platzierung im Wettbewerb. Schichtung. Schichtung. Die Schichtung der Erde ist wichtig für Geologen. In der Biologie beschreibt Schichtung die Anordnung von Pflanzen. Die Schichtung des Gebäudes sorgt für Stabilität. Integration. Integration. Die Integration von neuen Ideen ist wichtig. Integration hilft, verschiedene Kulturen zu verbinden. Wir brauchen mehr Integration in unserer Gesellschaft. Finanzsystem. Finanzsystem. Das Finanzsystem ist wichtig für die Wirtschaft. Ein stabiles Finanzsystem schützt vor Krisen. Jeder Bürger sollte das Finanzsystem verstehen. Beträge. Beträge. Die Beträge sind wichtig für die Rechnung. Wir müssen die Beträge überprüfen. Kannst du mir die Beträge zeigen? Vermögenswerte. Vermögenswerte. Vermögenswerte sind wichtig für die Finanzplanung. Unternehmen müssen ihre Vermögenswerte regelmäßig bewerten. Die Vermögenswerte eines Menschen können Immobilien und Aktien umfassen. Transaktionen. Transaktionen. Die Transaktionen sind schnell und sicher. Ich habe mehrere Transaktionen heute durchgeführt. Alle Transaktionen werden in einem Protokoll gespeichert. Gesetze. Gesetze. Die Gesetze sind wichtig für die Gesellschaft. Jeder Bürger muss die Gesetze kennen. Die Gesetze schützen unsere Rechte. Strafverfolgungsbehörden. Strafverfolgungsbehörden. Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten zusammen. Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen Verbrechen. Die Strafverfolgungsbehörden sind wichtig für die Sicherheit. Wirtschaft. Wirtschaft. Die Wirtschaft wächst schnell. Die Wirtschaft braucht stabile Regeln. Viele Menschen arbeiten in der Wirtschaft. Verbrechen. Verbrechen. Ein Verbrechen ist eine schwere Straftat. Die Polizei untersucht das Verbrechen. Wir müssen über Verbrechen in unserer Stadt sprechen. Bewusstsein. Bewusstsein. Das Bewusstsein ist wichtig für unser Leben. Er hat ein starkes Bewusstsein für seine Umgebung.
Meditation kann das Bewusstsein erweitern. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist wichtig für uns. Wir leben in einer freundlichen Gemeinschaft. Die Gemeinschaft organisiert viele Veranstaltungen. Perspektive. Die Perspektive ist wichtig für die Kunst. Jeder hat eine andere Perspektive auf das Leben. Ich ändere meine Perspektive, um das Problem zu lösen. Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit ist sehr wichtig. Wir müssen die Sicherheit verbessern. Die Sicherheit der Kinder hat höchste Priorität. Was ist Geldwäsche laut Alice? Was ist der letzte Schritt im Geldwäscheprozess? Was bedeutet das Wort Geldwäsche? Was ist der erste Schritt im Geldwäscheprozess? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.